Hallo, hier von der Frickenhofer Höhe. So, können wir mal gucken, wo wir sind. Also, ganz links Stuttgart. Dahinter sieht man den Sendeturm in Groß-Irlach, sofern ihr den seht. Hier sind die Löwensteiner Berge. Hier ist der Mainharder Wald. Dahinter Sendeturm Waldenburg mit Schwäbisch Hall in der Senke drin. Und hier hinter die Hohenloher Ebene mit den schönen vielen Windrädern. Wunderbar. Dies ist ein Fazit der letzten 20.000 Kilometer mit der Moto Guzzi V85 TT. Heute springt der Zähler noch auf 20.000 Kilometer um und ich möchte euch einmal erzählen, was so die letzten 20.000 Kilometer vorgefallen ist. Gekauft habe ich die V85 TT im Juni 2022 bei der Firma Monotech DES in Burgenlohe, bei dem ich ja schon meine anderen Moto Guzzi Stelvios in der Wartung hatte und nach einigen Jahren BMW wieder zu Moto Guzzi zurückgekommen bin, weil ich einfach vom Gewicht her ein bisschen einsparen wollte. Da gibt es ein separates Video dazu, hier unten verlinkt in der Textbeschreibung. Was gibt es zum Sagen? Also zum einen gekauft habe ich sie im Juni 2022, wie gesagt, war ein guter Schritt mit folgendem Zubehör. Da steige ich jetzt mal kurz ab und dann könnt ihr das sehen. Wir fangen mal vorne an. Also, hier wurde nachgerüstet die Griffheizung. Der Tempomat ist bei der Centenario serienmäßig. Das hier ist die Fernbedienung für die Steuerung von der Kamera am Helm. Dann hat sie hier die Griffschalenerweiterung von Givi. Das ist eine sehr gute Ausstattung, weil auch wenn es sehr kalt ist, da bleiben die Hände wirklich auch ohne Griffheizung relativ warm. Dann hat sie hier von SW Motec die Halterung für das Navigationssystem von Garmin. Hier oben habe ich einen Halter noch angebaut. Der Halter selber ist von Givi und die momentane Halterung ist eine Handyhalterung von SP. Hält bombensicher. Man kann hier oben natürlich auch das Navigationsgerät montieren, das ist kein Thema. Die Schwingungen waren mir immer zu heftig, wegen dem habe ich es wieder unten montiert. Der Moped Pur on Tour, der hat es jetzt verkürzt und dann schwingt es nicht so. Eigentlich auch eine Lösung, was man machen kann. Dann habe ich hier drüben noch eine Halterung für eine Kamera. Dann hat sie die Original-Tourenscheibe von Moto Guzzi. Und hier oben hat sie die MRA-Aufsteckscheibe. Und die Aufsteckscheibe, das hilft in meiner Größe mit 1,84 wirklich den Windfluss oben drüber zu leiten. So, dann habe ich hier an der Seite den Knauf angebracht, dass ich die Scheibe verstellen kann während der Fahrt. Dann habe ich hier im Armaturenbrett einen USB-Anschluss. Dann habe ich hier angebaut den Kotflügel, den zweiten, damit beim Fahren nicht ganz so viel Dreck nach hinten kommt. Der kommt von der Aprilia Cape Nord. Hier die Original-Motorstutzbügel von Moto Guzzi. Die Zusatzscheinwerfer habe ich selber angebaut. Dann hat sie hier unten die Auflageplatte für den Seitenständer von Hepco Becker. Verbaut ist jetzt die Seriensitzbank. Die Touren mache ich meistens mit der Komfortsitzbank. So, dann hat sie das Trägersystem angebaut von Hepco Becker für die Aluboxen. Hier hinten habe ich noch eine Kamerahalterung angebaut. Hier unten habe ich den Kartenschutz von Moto Guzzi und das hier ist die größte Veränderung.
das ist dieses Spezialdämpferfederbein von Öhlins TTX 46 Technologie. Also wirklich affengeil und so ein Unterschied zum Originalen, man glaubt es nicht. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Also, dann können wir weitermachen. So, dann machen wir mal weiter. Im Kaufpreis damals war die Garantieverlängerung auf 4 Jahre dabei. Das heißt, ich lasse natürlich die Service auch beim Vertragshändler machen, um die Garantie die Garantie nicht zu verlieren, wenn da mal was sein sollte. Der erste Service, der war im Preis dabei beim Roland-Days, wurde bei 1280 Kilometer durchgeführt mit Ölwechsel und was da halt alles dazugehört. Die Schrauben nachziehen und so weiter. War eine Angelegenheit von 1,5 Stunden. Und da wurde auch noch mal ein neues Update aufgespielt. Dann bei 10.000 Kilometer, das wurde dann gemacht bei rund 11.500 Kilometer. Zum Preis von 350 € wurde der 10.000 Kilometer Kundendienst durchgeführt. Auch mit Ölwechsel, Ventile einstellen und was da halt alles im Serviceplan mit drin ist, wurde auch beim Roland-Days natürlich gemacht. 20.000 Kilometer Service wird jetzt in Kürze gemacht und der Roland-Days sagte mir, der liegt so rund bei 450 €. Also von den Wartungskosten ist absolut okay. Wenn ich es dann vergleiche mit meinen BMWs, muss ich sagen, ein ähnliches Level. Also die BMW muss ich auch sagen, die war, oder fairerweise sagen, die war auch nicht unerheblich teurer oder günstiger. Das war so auch wie hier. Wenn ich manchmal höre von meinen Freunden, speziell von der anderen italienischen Front, was da die Service kostet, also da, da muss ich mich manchmal hinsetzen, weil das sind schon richtig deftige Preise. Also speziell die Marke mit der roten Farbe. Das ist also schon bei den V2-Motoren richtig heftig, aber ja, ist halt schon immer etwas teurer und besonderen Geschmack zu haben, sagt man. Okay. Ja. Jetzt, was war denn so in den letzten 20.000 Kilometern? Also eigentlich waren nur Schönheitsfehler. Was an Mängeln war, da komme ich jetzt drauf. Also gleich, wo sie neu war, ich glaube, das war so ziemlich nach dem Einfahren eine meiner ersten Touren. Und ich habe dann gemerkt, wo ich der Grocci Domini runtergekommen bin, oder beziehungsweise bin dann von ein paar BMW-Fahrern darauf aufmerksam gemacht worden. Ja, was ist das? Das ist ja ein Auslaufmodell. Und zwar hat hinten das Federbein Öl verloren. Habe ich dann mit dem Händler geklärt, das ist wohl eine Ausnahme, kommt ganz selten vor. Mir war es gar nicht so unrecht, muss ich sagen, weil ich sowieso umrüsten wollte auf das Öhlins Federbein. Und da hat mir der Roland-Days ja dann dieses ganz spezielle Angebot gemacht über das TTX 46 Federbein. Ich habe dann den moderaten Aufpreis bezahlt und dann hat er das mir eingebaut und das war echt eine super Sache. Das ist eine so dermaßen Veränderung an dem Motorrad, das kann man sich so wirklich kaum vorstellen. Und das könnt ihr aber auch im separaten Video von mir auch nachlesen, auch hier unten verlinkt. Ja? Und das heißt, ich habe dann den Aufpreis bezahlt, der hat es eingebaut und von daher war ich auf allen Strecken zufrieden. Gefahren bin ich mit der Moto Guzzi in den 20.000 Kilometer. Ich sage vielleicht mal einen Anteil von 1500 Kilometer, 2000 Kilometer Schotter und der Rest auf Straßen. Überwiegend hier bei uns im Schwäbischen Wald oder in der Schwäbisch-Hallen Ebene und die restlichen Kilometer dann in den Pässen in Frankreich, Italien und Österreich. Zweimal war ich mit der am Mittelmeer unten und ja, Österreich habe ich mehrere Touren gemacht oder halt Italien.
Das war immer super und da fährst du die Autobahn dann hin und sie hat sicherlich schon auch den einen oder anderen Autobahnkilometer drauf, aber das soll ja nicht schaden. Der Windschutz übrigens für mich ist so okay, habe ich ja gerade vorher schon gesagt, weil einfach durch das Windschild, ich kann es so vergrößern, ich bin 1,84 groß, dass einfach der Wind irgendwie oben drüber geht. Und das hat immer gepasst. Mit den Reifen ist es ja eigentlich auch sparsam. Da habe ich ja vor kurzem auch ein Video gemacht für den TKC 70, auch hier unten verlinkt. Das heißt, die Erstausstattung, der Dunlop, den habe ich bei 8000 runter gemacht. Da war so, der Hinter hätte noch Kilometer fahren, mit dem Hintern hätte ich noch fahren können. Der Vorder war runter. Komischerweise bei mir immer der Vorder runter, ich weiß auch nicht, da bin ich ein Einbremsen in die Kurve oder ja. Also wie gesagt bei 8000 Kilometer. Jetzt bei 19.000 Kilometer, also vor kurzem habe ich jetzt die Conti Trailertech drauf gemacht und dazwischen habe ich den Conti TKC 70 gefahren, weil wie gesagt einige Schottertouren anstanden und das hat sie alles mit Bravour gemeistert. Das Einzige war der Dreck und um sie wieder sauber zu machen, ansonsten null Probleme. Also außer dem Federbein weitere Probleme. Niente, null. Also wirklich, muss ich sagen, noch nie oder ganz, ganz selten so ein Motorrad gehabt, wo gar nichts war. Also das muss ich wirklich ganz klar sagen. Absolut ausgereift. Jetzt komme ich zu so ein paar Schwachstellen, die hier da sind bei der Moto Guzzi. Zum einen ist so, das wird auch oft in den Foren ja berichtet, das ist das Thema Klingeln. Also wenn man sie hochdreht, fängt die oben zum Klingeln und zum Rappeln an oder ganz unten. Ich habe das eigentlich ziemlich im Griff jetzt gehabt, indem ich einfach den hochoktanigen Sprit getankt habe, 100 oder 102 Oktan. Da war das weitgehend weg. Auf der Autobahn konnte ich die fahren, 160, 170, 180, da hat nichts mehr klingelt, das war in Ordnung. So wie ich dann zwischendrin mal so 95 Oktan Füllung wieder gehabt habe, ist die Kacke wieder losgegangen. Der Händler hat mir dann zwischenzeitlich nochmal, da gibt es nochmal ein neues Update oder gab es nochmal ein neues Update. Das hat er mir dann aufgespielt und hat sich aber nicht wesentlich verändert, muss ich sagen. Was ein bisschen besser geworden ist, ist das Ruckeln im unteren Drehzahlbereich. Das hat sich ein bisschen verändert, wobei bei der Euro 5, bei dem Euro 5 Motor ist es sicherlich so, die muss einfach ein bisschen auf Drehzahler halten. Da ruckelt da nichts und Gott nichts. Also ist so, wenn du durch eine Städte durchfährst und du bist im 5. oder so und willst Gas geben, da rappelt es halt da unten, da muss man halt runterschalten, dann geht es wieder weiter. Und das Zweite an dem Motor, was auch viel geschrieben wird und wo ich auch schon sehr viel angeschrieben wurde, ist der Ölverbrauch. Also grundsätzlich ist es bei mir so, wenn ich hier rum über Land fahre und auch auf Touren über Land fahre und fahre die vollkommen normal, braucht die so gut wie kein Öl. Also kein Öl, sage ich jetzt mal 1000 Kilometer, 0,2 Liter, das ist bei mir kein Ölverbrauch, das ist vollkommen normal. Wo sie Öl braucht, wenn man sie Autobahn fährt und zwar flott fährt, also das heißt schneller als 150, 160, da braucht sie Öl. Und wenn ich sie in der Alpe die Pässe richtig hochscheuche, da braucht sie auch Öl, da nimmt sie sich was. Mal in Frankreich war, da war so, da habe ich zwischendrin mal einen halben Liter nachgeleert und wo ich dann die Autobahn, also da sind wir sehr viel Autobahn gefahren, weil wir da zurück mussten über Mailand hoch, also wirklich ein ganzes Stück Autobahn und dann in Deutschland wieder ab Bregenz nach Hause auch Autobahn und ziemlich flott Autobahn. Da habe ich dann nochmal einen 3/4 Liter nachgeleert, also da hat sie dann auf rund 2500 Kilometer 1,2 Liter gebraucht. Aber auch das würde ich sagen, also kann man vernachlässigen, vollkommen normal der Verbrauch. Also da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, wenn man da halt ein bisschen Leistung abruft und wenn sie dann auch noch richtig warm wird, dann braucht der luftgekühlte Motor einfach ein bisschen Öl. Was störend war, das hatte ich auch einmal bei einer Rückfahrt von der Tour in die Vogesen. Die Rückfahrt durch Stuttgart im Stop and Go, also das waren 30 Kilometer oder sowas, Stop and Go. Da kommt sie thermisch dann schon an ihre Grenze. Also da hat sie dann richtig geklopft und gemacht und getan. Da konnte sie auch nicht mehr richtig fahren. Also was heißt richtig fahren?
Ich habe mir so getraut, sie zu drehen, bin dann sehr langsam weitergefahren, bis ich wieder Kühlung gehabt habe. Und dann war das auch schnell verflogen. Ja. Aber ich glaube, bei so einem luftkühlten Motor muss man da das eine oder andere zugestehen. Ist halt so. Ja. Was war sonst noch? Die Elektronik ist problemlos. Was ich glaube 4-mal hatte, dass wir beim Starter, also beim Anlassen, hatte ich im Display eine Meldung, PIN-Eingabe erforderlich. War dann so, ich bin nur ins Menü rein und wieder raus, dann ist sie gestartet. Was das war, weiß niemand. Ja, das muss man jetzt mal sehen. Der wird es ja beim Service jetzt auslesen. Vielleicht hat es irgendeinen Fehler gespeichert und dann wird es auch wieder weg sein. Und das Zweite war, was mir auch mal passiert ist, vermutlich, also da war aber der Tank recht leer, muss ich sagen. Beim Hochbeschleuniger in die Alpen vor kurzem jetzt auf den Kaunertaler Gletscher war so, das war wie wenn es einen Aussetzer gehabt hätte. Das ist mir 1-2 Mal passiert. Ja, wie wenn die Zündung ausschaltet. Aber ja, ich habe das auch nicht weiter beobachtet, denn das war sofort wieder, da war immer in Kurve. Ich denke, vielleicht hat sie da einfach ein wenig Sprit gehabt, weiß ich jetzt nicht, von was das kommen wird. Aber wenn ein Fehler da ist, wird es auslesen und auch beseitigen. Dann, was noch ist, der Schalter da unten von der Umschalter. So, was ich da noch habe, der Schalter von der Hupe. Also die Hupe hupt zwar noch, aber nicht so wie draufdrückt, sondern zeitversetzt. Ich denke, dass der da irgendeinen Schuss hat. Und ja, wird man auch sehen, sie hat eine Garantie. Dann, was auch noch so ein Thema ist, das ist die Haptik hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr seht. Das sieht halt schon richtig erbärmlich aus nach 1,5 Jahren. Wenn da hier schon, ich kann es gar nicht sagen, von was das kommt. Beim Auto würde ich sagen, hat jemand dran gelangt mit Sonnencreme in der Hand, aber nee, das war ich bei mir sicherlich nicht so. Sowieso finde ich, sehen die Schalter wirklich sehr primitiv aus. Aber ja, das sind vielleicht auch Geschmackssachen, ist eben so, ja. Dann Thematik Ersatzteile. Also wie gesagt, ich habe nichts gebraucht und war in der glücklichen Lage, dass das andere Zeug, was man so im Service und so braucht hat, das hat der Roland, der ist alles da. Da muss man nicht groß bestellen. Aber ich hatte seinerzeit im Juni 2022 bei Kauf die Griffheizung gleich mitbestellt und war ja dann Ende Oktober 2022 nochmal in Livigno und dann übers Stilfserjoch. Da war es morgens ordentlich frisch. Ich hätte mir da eine Griffheizung gewünscht, sie war halt immer noch nicht da. Ist dann irgendwann ich glaube Mitte oder Ende November gekommen. Er hat sie dann auch gleich abgeholt und eingebaut, das war okay. Aber für so ein Ersatzteil ein halbes Jahr Lieferzeit. Also Leute von Piaggio. Oder ich habe jetzt das Video von Martin Egli gesehen mit seiner Aprilia, genau die gleiche Kacke. Also so kann man einfach nicht mit den Kunden umgehen. Da müsst ihr euch mal ein Beispiel an BMW nehmen. Also das muss man sagen, das ist wirklich verfügbar oder schnell verfügbar. Und also ich weiß nicht, ob Piaggio noch nichts gehört hat von Just in Time, aber das ist eben ein Krampf sowas. Ja. Kann ja auch mal sein, die bleibt stehen und es ist irgendein Teil betroffen. Und das hatte ich bei meiner Stelvia damals auch bei der dritten. Da war ja ein Hauptkabelbaum defekt, also bis der da war es dann früher. Aber ja, also mir unbegreiflich, warum man auf die Ersatzteilversorgung nicht mehr Wert legt. Aber da hat halt jeder sein Päckchen zu tragen. Ja. Also fassen wir mal zusammen. Erstens, Thema Motor. Da war das Thema Klingeln und Ölverbrauch haben wir abgearbeitet. Zum zweiten Getriebe. Also mit dem Getriebe hatte ich nie Probleme, lässt sich einfach schalten, rauf, runter, kein Problem. Schade, dass kein Schaltautomat an Bord ist. Das vermisse ich von der BMW ein bisschen, also das finde ich jetzt ganz spitze, aber hat sie halt nicht. Was teilweise ein Problem war, ist den Leerlauf zu finden.
Also da muss man manchmal schon rauf und runter drücken, bis man den Leerlauf findet. Aber gut, kenne ich auch von anderen Motorrädern. Hat mich jetzt nicht so gestört, ich habe es immer hinbekommen. Drittens, Fahrwerk, das haben wir abgearbeitet. Große Veränderung, wie gesagt, noch das Öl ins Fahrwerk. Dann haben wir viertens die Bremsanlage, also war für mich immer ausreichend, vorne wie hinten. Und gut dosierbar die vordere. Und die hintere ist halt da, das ist jetzt nicht gerade der Reißer, aber auf jeden Fall die vordere ist echt top, die Bremse. Dann haben wir fünftens Elektronik und Licht. Die Elektronik, die haben wir abgearbeitet. Zum Licht ist zu sagen, also mit dem LED-Licht hat die natürlich echt ein super Licht. Und durch die Zusatzscheinwerfer, die ich drin habe, nochmal ein bisschen mehr. Also in den Tunnels und so, wo man halt durchfährt, immer ausreichend. Ich bin jetzt nicht so der Nachtfahrer, also das war für mich immer okay. Dann haben wir sechstens den Windschutz, den haben wir abgearbeitet. Dann haben wir siebtens die Reifen, haben wir auch abgearbeitet. Und noch ein kleines Ärgernis für mich die ganze Zeit über, das ist das Schloss vorne am Tank zum Starten. Also wie man das da unterbringen kann, das bleibt auch das Geheimnis des Designers. Wenn man halt einen Tankrucksack drauf hat, so wie ich, das ist also ein Gefriemel, den Schlüssel da immer reinzukriegen und zu starten. Aber mit dem muss ich halt leben, da lässt sich nichts ändern. Das war jetzt mal das, was so aufgefallen ist. Und ansonsten war nichts. Also ich muss sagen, wie gesagt, habe ich ja vorher schon gesagt, ein super Motorrad mit Langzeitqualität. Ich denke, ja, die wird weiterhin laufen ohne Probleme. Ich habe sie jetzt ausgeschrieben, die findet ihr momentan bei mobile.de im Angebot, weil ganz einfach, ich werde mir nächstes Jahr die neue Stelvio kaufen. Also wieder zurück zu Stelvio. Das hat jetzt nichts mit der Qualität zu tun oder weil die Luft kühl ist oder sonst was, sondern sie hat mir einfach ein bisschen wenig Leistung für die Touren, wo ich fahre. Das heißt, wenn ich oft mit meine Leute unterwegs bin, die dann KTM 1290 fahren oder BMW 1250 GS oder irgend sowas, da muss ich nachher schon wirklich ordentlich am Quir drehen, dass ich da überhaupt vorne wegkomme. Also da muss ich richtig Stoff geben. Und das Thema ist natürlich, dann muss ich das fortsetzen beim Überholen. Ich kann halt nicht schön vorbei, das geht mit der nicht. Das wusste ich aber vor, das ist ja kein Nachteil von dem Motorrad, aber das muss man sich halt überlegen. Und ansonsten hat die alles für den normalen Standardfahrer. Da bietet die wirklich alles zum vernünftigen Preis. Ja? Wenn ich jetzt wieder sehe, auch ich habe gestern noch mal die Preise durchgeschaut oder auch mal so 1300er GS konfiguriert, ja, die kostet halt 25.000 Euro. Und das musst du dann schon noch überlegen, also für mich, ob es das wert ist. Weil wie gesagt, ich fahre schon also jetzt in den 14 Monaten 20.000 Kilometer. Und das wird bei meinem neuen Motorrad auch nicht anders sein. Und da ist natürlich der Wertverlust sicherlich schon immens. Und hier wird er sich schon in Grenzen halten. Wenn ich sehe, was jetzt alles neu gekostet hat zusammen, ich denke, dass ich sie auch zum fairen Preis angeboten habe. Und ja, da wird man sehen. Also, wenn ihr noch was wissen wollt, meldet euch gerne per E-Mail oder in die Kommentare, auch hier unten. Ich würde mich freuen und auch wenn ihr einen Daumen nach oben macht oder den Kanal abonniert, das wäre dann noch besser. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, bis wenn ich es zusammengeschnitten habe. Es wartet schon viele drauf, viele haben mich schon angeschrieben und freut mich, dass ihr immer meinen Kanal so anschaut. Danke und ich wünsche euch ein gutes Restjahr. Tschüss, euer Motorradtourer. Noch kurz einige Punkte, die ich vergessen habe im Video zu nennen. Zum einen, wir haben heute den 23.10.2023, also 14 Monate nach Kauf des Motorrads. Das heißt, in den 14 Monaten bin ich jetzt gesamt 20.000 Kilometer gefahren. Diese Meinung, die ich jetzt geäußert habe zu den einzelnen Punkten, das ist meine spezielle Meinung zu meiner speziellen V85 TT. Das muss natürlich nicht bei alle gleich sein, aber wie gesagt, ich habe es hier dokumentiert, ich bin nicht gekauft. Also das heißt, meine Meinungsbildung ist frei. Und ja, dann
bevor ich wieder Anschriften bekomme, warum ich jetzt heute wieder die Daunenjacke anhab. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben heute Temperaturen unter 10 Grad, also ich glaube heute Morgen hat es so 4,5 Grad, wo ich losgefahren bin. Und da funktioniert die Gleimjacke, die ich neu gekauft habe, einfach nicht. Die Gleimjacke, wie ich auch im Video genannt habe, ist eher eine Sommerjacke und ist super gekühlt und ist super durchlüftet alles. Aber wenn es halt so frisch ist, dann ist es wirklich schwierig mit der. Und da habe ich eben lieber die Daunenjacke am Leib, die eine Innenjacke oder die ein Innenfutter hat und außen die Gore-Tex. Es hat nicht geregnet, aber die wärmt und das ist so beim Fahren okay. Und der letzte Punkt, ihr habt gesehen im Video, die Guzzi war nicht so schön sauber. Im Moment, normalerweise sind meine Motorräder immer sauber. Jetzt, Ende vom Jahr, ist es ein bisschen schwierig, weil es stehen noch einiges an Videoaufnahmen an, wie auch jetzt der Fahrtest von der neuen BMW, wo ich mit der Guzzi hinfahre. Und dann bleibt einfach nicht immer die Zeit, die sauber zu halten. Ich werde sie natürlich jetzt demnächst wirklich richtig sauber machen, weil im Dezember werde ich nicht fahren, wenn sie bei uns salzen, weil das möchte ich nicht haben. Ebenso Januar und Februar. Also, jetzt hoffe ich, dass ihr mit dem Video was anfangen könnt. Nochmal danke, dass ihr da wart. Abo nicht vergessen oder Daumen nach oben. Also, euer Motorradtour. Tschüss.